Wir haben hier einen 2,3 Liter Motor mit MTA-Getriebe, automatisiertem Getriebe. Genau. Ansonsten ist die Kupplung selber, hat sehr gutes Tragbild, noch fast wie neu tatsächlich. Es ist sehr ungewöhnlich, dass die kaputt geht auch. Wir sind da sehr vorsichtig mit umgegangen, um den Kopf natürlich nicht weiter zu beschädigen, aber da waren tatsächlich die Grenzen am Ende. Ja. Moin, liebe Lüt. Also ich möchte mich ja mal wirklich bei euch bedanken. Die Kommentare, die unter meinem letzten Video gekommen sind, sind so klasse. Ich habe heute E-Mail-Kontakt gehabt mit Tekin von der kleinen Werkstatt in Bad Bramstedt, von der Fiat Professional Werkstatt, wo ich meine kleine Wartung habe machen lassen. Der hat sich nochmal ausdrücklich dafür bedankt, dass ich das Video mit ihm gemacht habe und hat sich sehr, sehr gefreut über eure Kommentare, weil da ist er ja dann auch wirklich gelobt worden für die gute Arbeit, die er da leistet. Und das offenkundig auch von fachkundigen Personen, die sagen, Mensch, ich bin selber in dem Geschäft tätig, das hat Hand und Fuß, wie der da gearbeitet hat. So gefällt einem das und das ist tatsächlich angekommen. Das möchte ich euch natürlich dann auch gerne wieder zurückgeben. Aufgrund der großen Menge an Videomaterial konnte ich natürlich in dem letzten Video nicht alles unterbringen, was ich gefilmt habe. Ich habe von ihm noch 2 sehr interessante Geschichten gezeigt bekommen, die gerade zufällig in dem Moment in der Werkstatt waren. Die möchte ich heute in diesem Video zeigen und dann wird nächste Woche Sonntag wahrscheinlich dann auch, wenn ich schnell genug bin mit dem Schneiden. Es ist so viel Arbeit, das Schneiden wirklich. Ich will nicht jammern, das macht mir Spaß, aber es kostet Zeit. Da wird also dann den darauffolgenden Sonntag dann ein Video kommen über die Gasprüfung. Braucht man die Gasprüfung überhaupt noch? Also für den TÜV ist sie ja eigentlich ausgesetzt aktuell. Wie ist der Stand der Dinge im Gesetzgebungsverfahren? Da werde ich ein bisschen recherchieren, ob sich da schon irgendwo neue Erkenntnisse ergeben haben. Und ich habe dann auch einen aktuellen Anlass für das Thema Gasprüfung, weshalb mir persönlich das auch so wichtig ist. Ich habe dank eines Abonnenten Videomaterial bekommen zu einem Brand in einem Wohnmobil, der wohl auch mit der Gasanlage zumindest in Zusammenhang stehen könnte. Also das Video wird spannend. Kommen wir zum heutigen Video. Tekin hat mich in die Werkstatt geführt, nachdem wir also mit der kleinen Inspektion beim Schwarzen Schaf soweit durch waren. Ging es als nächstes erstmal in den direkt benachbarten Raum. Dort ist dann auch eine Hochbühne, wo man dann, also in dem Fall war das, glaube ich, ein Kastenwagen, dann ja, richtig schön hochfahren kann. Dort ist aus dem Fahrzeug der komplette Motor ausgebaut worden und das Getriebe. Was ist dort passiert? Also die Kurzfassung, Tekin erklärt das gleich ein bisschen genauer und wir gucken uns dann auch genau das Schadensbild an. Es ist ein Fahrzeug mit einem teilautomatisierten Getriebe. Dieses teilautomatisierte Getriebe ist eigentlich ein Schaltgetriebe, das nur durch Stellmotoren quasi unterstützt, sich verhält wie ein Automatikgetriebe. Das Treten der Kupplung und auch das Lösen der Kupplung bis an den Schleifpunkt heran, das ist etwas, was also von diesen Stellmotoren gelöst wird. Und diese Stellmotoren haben dort natürlich dann auch durchaus ihre Nachteile. Also es ist ein automatisiertes Schaltgetriebe, ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Doppelkupplungsgetriebe, wie man das jetzt zum Beispiel in einigen modernen PKWs mittlerweile ja schon seit einigen Jahren kennt. Auch die Doppelkupplungsgetriebe haben in der Anfangsphase durchaus ihre Problemchen gehabt, sind mittlerweile relativ ausgereift. Hier beim automatisierten Schaltgetriebe aus Sevelle haben wir es aber noch nicht mit einem Doppelkupplungsgetriebe zu tun. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es bestimmte Lastzustände gibt, die ein solches automatisiertes Schaltgetriebe dann hat, die für diese Technik ungünstig sind. Dummerweise ist eine von diesen Lastzuständen das Auffahren auf unsere Keile. Wenn wir also das Wohnmobil dann schön gerade stellen wollen, wir haben es mit schweren Fahrzeugen zu tun, das heißt unsere 3,5 Tonnen Fahrzeuge sind üblicherweise auch im Bereich, dass sie tatsächliche echte 3,5 Tonnen oder sogar zum Teil mehr wiegen. Dann gibt es ja dann auch noch die aufgelasteten Fahrzeuge, die dann entsprechend als teilintegrierte, vollintegrierte ohnehin von vornherein eher in der 4,5 Tonnen Klasse dann spielen. Und diese Gewichte sollen jetzt auf einen Keil hinaufgefahren werden, um das Fahrzeug insgesamt in die Waage zu bringen. Wenn man das
sehr langsam macht, wenn man das also sehr viel macht, dass man immer noch mal wieder korrigiert, kann das durchaus dazu führen, dass die Kupplung dabei überlastet wird. Von daher bin ich auch mal gespannt auf eure Erfahrungen diesbezüglich. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr so für Erlebnisse mit dem automatisierten Schaltgetriebe gehabt habt. Ui, hier habt ihr aber richtig was hängen. Genau. Wir haben hier einen 2,3 Liter Motor mit MTA-Getriebe, automatisiertem Getriebe. Und hier ist das Problem gewesen tatsächlich, dass der Kunde bei uns in die Werkstatt gekommen ist. Das Fahrzeug schaltet nicht, bezüglich das Fahrzeug wurde abgeschleppt mit der ADAC. Ja. Wir haben einmal die Daten überprüft im System und natürlich aus Erfahrungswerte, dass wir auch dem Kunden wenig Geld in Rechnung, wegen Kosten in Rechnung stellen, haben wir unsere Erwartungswerte einmal damit verglichen und könnten dann schon im eingebauten Zustand sagen, dass die Kupplung defekt in dem Sinne nicht, aber dass diese Plastikstücke, hier sind Plastikstücke, das ist für die Vorspannung der Kupplung zuständig, dass die gebrochen sind, war uns gleich bewusst. Ja, und das haben sieht man den, auch schön an dem einen, den Sie da gerade im Finger haben. Genau, richtig, ja. Und haben dem Kunden dann sozusagen Diagnosezeit gespart und haben wir gezielt gearbeitet. Wir haben dazu den Motor müssen wir ausbauen, weil man kommt erstmal gar nicht daran. Nicht ran. Genau, man kommt da Der überhaupt nicht Motor ran. muss raus, um an die Kupplung ranzukommen. Genau, und das ist die Vorgabe vom Fiat auch gleichzeitig. Und ja, das ist die alte Kupplung. Die kommt jetzt neu, Schwungrad überprüfen wir jetzt. Vom Tragbild her sieht er sehr gut aus. Das Fahrzeug ist auch ziemlich gar nicht so alt tatsächlich vom Sache her. Spiel hat er jetzt, darf er minimal haben, axial und horizontal. Und vom Drehen her darf er maximal vom 2 Zähne haben. Jetzt haben wir gerade mal 1,5 Zähne, das ist sehr gut. Der ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Ja. Können wir dem Kunden das quasi sparen. Meistens passiert so ein Fehler, dass die durch eine große Belastung auf die Kupplung, wenn man auf die Keile fährt auf dem Campingplatz, dann belastet man die Kupplung extrem viel durch eine falsche Bedienung. Ja, also immer am Schleifpunkt. Genau. Einmal am Schleifpunkt und dann entsteht eine Überlastung auf diese Federn. Hier drinnen sind Federn und dabei bricht dann diese Plastikstücke quasi ab. Ja. Das ist in den meisten Fällen ist das tatsächlich durch einen Bedienungsfehler, kann man schon fast sagen. Ja. Dass man zu sehr mit Schleifpunkt sich da langsam hochkrabbelt und das wird einem dann übel genommen. Ja. Genau. Ansonsten ist die Kupplung selber hat sehr gutes Tragbild, noch fast wie neu tatsächlich. Es ist sehr ungewöhnlich, dass die kaputt geht auch. Also es ist eigentlich, dass der ADAC abgeschleppt hat, ist quasi jetzt das Ende vom Lied sozusagen, Genau, weil er richtig, nicht mehr geschaltet hat. Aber eigentlich war es vorher Bedienfehler, wo auch immer, ob das jetzt an so einem Keil gelegen hat, auf dem man dann immer wieder raufgefahren ist oder an einer anderen Stelle mal zu viel dann mit schleifender Kupplung gefahren ist. Genau, richtig, ja. Hier haben wir die neuen Kupplung mit der Druckplatte und auch der Ausdrucklager kommt natürlich noch neu. Da wird in dem Zusammenhang natürlich die Flüssigkeiten auch mit gewechselt. Hochinteressant, Mensch. Ja. Also habe ich heute den richtigen Tag erwischt, dass mir sowas hier auch noch gezeigt werden kann. Genau. Dass man ein komplettes Aggregat ausbauen muss, um da entsprechend dann die Kupplung zu machen. Fahrmobile in Bad Bramstedt haben sich ja auf die Nutzfahrzeugsparte eigentlich spezialisiert. Das heißt, mit den PKWs haben sie es weniger zu tun. Der Fiat Doblo kommt noch mal mit drin vor, weil der eben auch im Nutzfahrzeugesegment stark vertreten ist. Aber ansonsten sind die eher im Bereich wirklich der Transporter. Und logischerweise, weil das die Ausbaugrundlagen für unsere Wohnmobile sind, auch sehr, sehr viele Wohnmobile. Das haben wir auch im ersten Video schon gesehen, wie viele Wohnmobile an einem relativ ruhigen Tag bei ihm dann sogar auf dem Hof gestanden haben. Von daher haben die einen großen Vorteil, dass sie eben einen sehr, sehr hohen Erfahrungsschatz mit solchen Schadensfällen haben und dann auch oftmals schon im Vorfeld bereits aufgrund ihres Erfahrungsschatzes dann darauf schließen können, was wird eigentlich jetzt wahrscheinlich tatsächlich defekt sein, an welche Baustelle müssen wir da ran. Das spart natürlich für den Kunden dann Analysezeit und diese Analysezeit, das ist ja menschliche Arbeitszeit, die ist momentan somit das teuerste Gut, das wir hier in Deutschland haben können, was also einen großen Posten auf unseren Rechnungen ausmacht. Anschließend sind wir dann gleich aus dieser Nebenhalle dann wieder in die Haupthalle reingegangen, einmal am Schwarzen Schaf vorbei,
und sind zur anderen Seite zu einem Detlefs Teilintegrierten dann rübergegangen. An der Scheinwerferform kann man dann auch erkennen, dass es sich noch um den älteren Fiat Ducato dann handelt, der noch nicht die neuen Scheinwerferfronten dann hat. Bei dem Fahrzeug ist es so gewesen, dass dann die Glühkerzen ein Problem gemacht haben. Ich habe mich auch da versucht, ein bisschen schlau zu lesen in den verschiedenen Foren, genauso wie ich das auch zum automatisierten Schaltgetriebe getan habe. Es gibt dort immer mal wieder Probleme. Das ist aber tatsächlich eine übergreifende Geschichte. Das ist nicht nur bei Fiat so, das habe ich auch bei einigen anderen Herstellern so gefunden. Es hat viel damit zu tun, wie lange die Glühkerzen drin sind, welche Lastzustände damit gefahren worden sind. Es scheint bei Wohnmobilen generell ein kleines bisschen eher das Problem zu sein, dass diese Fahrzeuge relativ lange im Jahr stehen und weniger bewegt werden als ein Nutzfahrzeug und weniger auf Langstrecke genutzt werden. Also es gibt durchaus Fahrzeuge, die haben mit dem ersten Satz Glühkerzen ohne Probleme 120.000 Kilometer erreicht und der Wechsel der Glühkerzen war überhaupt kein Problem. Das sind dann aber Fahrzeuge gewesen, die üblicherweise dann eher ein bisschen im Lieferverkehr unterwegs gewesen sind, längere Strecken zurückgelegt haben, darüber auf die 120.000 Kilometer gekommen sind und nicht so viele Startvorgänge gehabt haben. Denn das ist ja etwas, wofür die Glühkerzen ganz besonders wichtig sind, dass die beim Kaltstart wirklich dann auch auf Temperatur gekommen sind und dabei ja auch aufgrund der Wärmewirkung sich ausdehnen, beim Abkühlen sich wieder zusammenziehen und so weiter. Hier in diesem Beispiel ist es dann also auch so, dass dann Glühkerzen sich so festgesetzt haben, dass man sie nicht mehr herausbekommt. Auch das ist ein sehr interessanter Fall. Gucken wir uns jetzt an, wie die Mannschaft von Tekin daran gegangen ist. Wir haben tatsächlich heute auch einen Zylinderkopf ausgebaut. Ich weiß nicht, Zylinderkopf auch noch, ja super. Also das ist großer Zufall bei Ihnen, wirklich. Ja. Ja, ja, sie ist sehr gut. Ja. Schwungrad sieht gut aus. So, da haben wir einen Zylinderkopf an den guten Detlefs hier. Genau. Bei dem Wohnmobil haben wir das Problem gehabt, dass der Kunde beanstandet hat, die Vorglühkontrollleuchte leuchtet und somit haben wir überprüft, die Vorglühkontrollleuchte Spannung bis zum Glühkerzenlack an. Das Problem war, dass alle 4 Glühkerzen schon seit langem defekt waren. Ja. So, und wir haben versucht natürlich, die Glühkerzen ohne großen Aufwand erstmal auszubauen. Und dazu haben wir auch Spezialwerkzeuge. Wir haben hier ausgebohrt die Glühkerze, den Kopf abgeschnitten, ausgebohrt und neues Gewinde reingeschnitten. Und mit einem Spezialwerkzeug, das können wir dann reindrehen und dann quasi rausziehen. Die damit dann zu ziehen. Genau. Ja. Das war von dem Zylinder 1, das ging ganz gut. Vom Zylinder 2 ging auch ganz gut. Ja. Das Problem fing tatsächlich beim Zylinder 3 und 4 an. Ja. Da war das Problem, dass die hier zu weit ausgedehnt sind. Und man bekommt das nicht mehr raus aus dem Loch. Ja. Aus dem, Also trotz aus dem Spezialwerkzeug und allem nichts mehr zu wollen sozusagen. Genau, richtig. So einen Fall haben wir seit langem nicht gehabt. Jetzt haben wir so einen Fall gehabt, dass die alle 4 Glühkerzen, die beide waren schon extrem lange kaputt. Ja. Aus dem Grunde, wir haben den Zylinderkopf ausgebaut, haben versucht tatsächlich von dieser Seite einen Schlag auszuüben, den vorsichtig rauszubekommen nach wirklich sehr großen Aufwand. Trotz dessen haben wir das nicht rausbekommen und haben dann gemeinsam mit dem Kunden nach einer Lösung gefunden, dass wir tatsächlich die Investition für weitere Arbeitszeiten lohnt sich nicht. In dem Zusammenhang da muss man irgendwann dann die Reißleine ziehen und sagen, neuer Kopf. Ne? Genau, und dann haben wir dem Kunden quasi einen neuen Zylinderkopf leider verkaufen müssen. Ja. Was kostet der? Tatsächlich kostet der, ich glaube, 1.400 €. Wir haben den Kunden allerdings zu einem sehr guten Preis angeboten, das Ganze, weil jetzt so ein Vorfall vorgekommen ist. Da sind wir auch so kulant, sagen dem Kunden, dass er große Rabatte drauf bekommt, dass er einigermaßen auch mit einverstanden ist natürlich. Davor, vor so einer Reparatur machen wir natürlich Preis, Kosten und Voranschlag für den Kunden, dass er auch damit einverstanden ist. Genau. Und man sieht hier, das hat wirklich Hand und Fuß, also ne, Genau. da ist wirklich drin gearbeitet worden mit allem drum und dran und irgendwann ist halt der Arbeitslohn, der da reingeht, mehr als das, was dann das neue Teil dann nachher kostet. Genau. Den hier haben wir gerade mal mit sehr viele Schwierigkeiten bekommen. Wir sind da sehr vorsichtig mit umgegangen, um den Kopf natürlich nicht weiter zu beschädigen, aber da waren tatsächlich die Grenzen am Ende. Ja, super. Also schade für den Eigentümer natürlich, gar keine Frage.
Aber super Arbeit, die ihr hier leistet. Bin ich noch mehr froh, dass ich die hier als meinen Wartungspartner habe für schwarze Schaf. Das ist natürlich ein sehr, sehr ärgerlicher Schaden, der hier jetzt eingetreten ist. 2 Glühkerzen gingen raus, 2 Glühkerzen gingen nicht raus. Man konnte auch an den Spuren am zweiten Zylinder sehen, dass dort wirklich mechanisch wirklich dran gearbeitet worden ist und versucht worden ist, in beide Richtungen dann zu arbeiten. Dafür hat man ja auch dann den Kopf abgenommen, um hoffentlich dann, weil man von der anderen Seite herankommt, dann doch noch die Glühkerzen herauszubekommen. Normalerweise werden die ja ohne eine Kopfdemontage auch ausgedreht. Solche Schäden sind sehr ärgerlich, aber das ist normal und das kann einfach passieren, das kann einfach eintreten. Ein wichtiger Punkt dabei ist sicherlich die Nutzung des Fahrzeugs, wie viele Startvorgänge das Fahrzeug hat. Da sind Wohnmobile meistens tatsächlich im Nachteil. Ebenso ein Faktor ist, also von daher guckt da ruhig in eure Motorräume mal rein. Wie wasserdicht ist das Ganze noch? Dringt dort Wasser ein von oben, das auf den Motorblock dann rauflaufen kann, was Korrosion etc. dann beschleunigen und verschärfen kann. Gegebenenfalls auch die Sitze, in denen die Glühkerzen drin sitzen, hat sich dort Dreck angesammelt im Laufe der Jahre. Dann ist das alles was dazu beitragen kann, dass diese Dinger sich einfach dann im Sitz leichter festsetzen können, festgammeln können und sich nicht mehr rausdrehen lassen wollen. Die Glühkerzen haben die Neigung, bei einem relativ geringen Drehmoment leider schon sich abzudrehen. Also dann ist der Punkt, wo es dann nur noch mit dem Ausbohren, das hat Tekin im Video gezeigt, dann nur noch weitergeht. Und selbst da sehen wir hier jetzt, ist dann auch irgendwann mal das Ende der Gefühle dann erreicht. Ich habe vorhin Einträge gesehen, in denen dann empfohlen worden ist, die prophylaktisch, auch wenn sie noch lange nicht defekt sind, dann auszutauschen. Woran merkt man, dass eine Glühkerze defekt ist? Wenn der Widerstand, wenn man sie misst, auf unendlich geht, dann kann man davon ausgehen, diese Glühkerze hat keine Funktion mehr. Das macht auch der Bordcomputer, das heißt, man hätte dann entsprechende Einträge im Bordcomputer. Wenn es erstmal soweit ist, dass bei euch dann tatsächlich Glühkerzenprobleme dann angezeigt wird, im ersten Schritt wäre das dann das berühmte gelbe Licht, Check Engine, würde ich an eurer Stelle das dann nicht auf die lange Bank schieben. Im Sommer werdet ihr nicht viel davon merken, der Motor wird weiterhin anspringen. Die Glühkerzen spielen vor allen Dingen ihren Bonus aus dann in der kalten Jahreszeit und da wird das Fahrzeug dann nur noch mühsam anspringen. Im vorgestellten Beispielfall sollen die Glühkerzen wohl schon einen deutlich längeren Zeitraum defekt gewesen sein. Das spielt natürlich auch noch mal rein, wie gut man so eine Glühkerze rein oder raus bekommt. Ich habe mir offensichtlich den richtigen Tag ausgesucht, um für meine kleine Wartung dann aufzuschlagen dort in Bad Bramstedt. Hat mich sehr gefreut. Also man sieht auch, dass die da alle mit Herzblut dabei sind und am Schrauben sind und wirklich ihr Handwerk dann auch verstehen. Was man vielleicht daraus mitnehmen kann, ist, wenn man ein automatisiertes Schaltgetriebe hat, mit dem Auffahren auf die Keile dann durchaus vorsichtig umzugehen und das nicht über Gebühr immer noch mal nachrangieren, bis dann irgendwann dann doch die Kupplung dann überlastet ist. Und bei den Glühkerzen ab und zu mal nach dem Rechten sehen im Motorraum, wie ist dort eigentlich der Zustand. Es ist nachher ein bisschen Wabonspiel. Also ich habe von Leuten gehört, die bei den Glühkerzen dann gerne prophylaktisch die schon nach 5 Jahren wechseln. Aber bei jedem Mal, wo man sie ausbaut, läuft man natürlich Gefahr, dass dann auch beim Ausbau plötzlich der Kopf dann abgedreht ist. Und dann ist man auch wieder in demselben Dilemma. Unter Umständen hätte diese Glühkerze dann aber noch eine Weile gelaufen. Ich weiß es nicht. Also es ist ein Abwägen. Schildert mir gerne eure Erfahrungen damit, welche Erfahrungsschätze ihr damit gemacht habt. Ich habe auch schon gelesen von Keramikpaste beim Einsetzen, die hochtemperaturfest ist bis 1000 Grad, soll das Ausdrehen, Rausschrauben dann wiederum erleichtern können. Genauso haben aber auch andere geschrieben, habe ich gemacht. Hat mir nichts gebracht, die war genauso festgebacken und ich habe die trotzdem nicht rausgekriegt. Aber ich freue mich trotzdem über eure Kommentare zu dem Thema. Da können wir uns gerne untereinander ein bisschen austauschen hier unter dem Video, wie die Einzelnen von euch jeweils da Erfahrungen gesammelt haben. Einige von euch haben mich auch schon gefragt in den Kommentaren, was hat denn jetzt die kleine Inspektion gekostet? Das habe ich ganz bewusst im ersten Video jetzt noch nicht genannt. Das möchte ich dann in dem letzten Video dann der Reihe, da kommt also noch ein weiteres Video dann am kommenden Sonntag, möchte ich das dann nochmal auseinandernehmen. Denn in der Rechnung sind jetzt natürlich alle Einzelposten drin. Das, was wir in der kleinen Wartung gemacht haben, das, was ich zusätzlich noch für die TÜV-Abnahme bezahlt habe. Die TÜV-Abnahme haben wir dort vor Ort dann auch machen können. Freut euch aufs nächste Video. Da geht es dann in die Gasprüfung rein. Die machen wir einmal Schritt für Schritt. Ihr seht also, was bei einer Gasprüfung überhaupt konkret geprüft wird.
Wird die Gasprüfung überhaupt benötigt? Aktuell ist sie doch eigentlich aus der Hauptuntersuchung herausgenommen. Zu dem Thema gehe ich dann auch ein bisschen auf Recherche und werde dann mal gucken, ob es in dem Gesetzgebungsverfahren, in dem Gesetzgebungsprozess irgendwo Neuigkeiten gibt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ich freue mich auch über alle Kommentare, die ihr darunter setzt. Auch Tekin hat sich sehr gefreut über die Kommentare unter dem letzten Video, dass ihr da durchaus wertgeschätzt habt, wie da seine Arbeit dann geleistet worden ist. Also auch das kommt an am Ziel. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist nicht so schlimm. Hilft aber meinem Kanal unheimlich. Also von der Seite her freue ich mich wirklich ganz ernsthaft über jedes kleine Abo, das ihr macht. Ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Und mein kleiner Kanal ganz besonders. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.